Multitools von Leatherman gibt es in allen Preisklassen und allen Größen. Aber welches brauchst du? Moin! Heute schauen wir uns mal Leatherman Tools von 70 bis 170 Euro an. Denn die Frage ist ja, was kann ein Einsteigermodell, was ein Schwergewicht und wie viele Funktionen haben zum Beispiel die Multitools im Mittelbereich. Deshalb schauen wir uns heute mal das Einsteigermodell Bond, das Curl und das High-End Leatherman Search an. Starten wir mit dem Modell Bond, das mit weit unter 100 Euro wirklich eher zu den Einsteigermodellen gehört, was aber die Qualität und Verarbeitung des Leatherman in keinster Weise schmälert. Hier decken die Basics den Funktionsumfang des Tools ab und die schauen wir uns jetzt hier im Detail an. Kommen wir erstmal zu den Eckdaten. Das Bond wiegt knapp 170 Gramm, ist geschlossen, ca. 10 cm lang und ca. 3 cm breit und ca. 1 cm stark. Es besitzt wie die meisten Multitools natürlich eine Zange, und zwar eine normale Zange und auch eine Spitzzange mit integrierten Seiten- und Drahtschneider. Und dazugehörig natürlich für Kabel einen Abisolierer. Womit wir auch schon beim integrierten Kapselheber oder auch Flaschenöffner genannt angekommen sind und hier auch nochmal einen zusätzlichen Dosenöffner dadurch verbaut haben. Weiterhin besitzt das Leatherman noch einen kleinen Kreuzschraubendreher sowie zwei unterschiedliche Schlitzschraubendreher und eine Ahle. Zusätzlich wie alle drei Leatherman, die hier liegen, haben wir hier ein Lineal. Und was natürlich jedes dieser drei Multitools noch hat, ist eine Klinge. Dabei sei noch erwähnt, dass diese Klinge weder arretiert noch mit einer Hand geöffnet werden kann. Und das Bond besitzt auch noch eine beidseitig unterschiedlich beschichtete Feile. Im Mittelfeld befindet sich das Curl mit knapp 100 Euro. Faktencheck. Circa 200 Gramm, 10,5 ungefähr lang, 3,5 ungefähr breit und 1,5 stark. Damit immer noch recht leicht, aber gefühlt schon ein wenig stärker und griffiger in der Hand. Vorab diesmal ein Wort zu dem Messer. Ihr seht schon, Einhand öffnbar und es arretiert auch und steht somit fest die Klinge. Und für alle, die es nicht wussten, das zählt nun wirklich als Einhandmesser und fällt somit ganz normal unter das Waffenrecht. Ansonsten haben wir natürlich auch hier wieder eine Spitzzange, normale Zange, den Seiten- und Drahtschneider. Dazu wieder den Abisolierer, gleichfalls hier den Kapselheber bzw. Flaschenöffner mit Dosenöffner, einen zusätzlichen Schlitzschraubendreher. Ein weiterer wäre hier im Bit mit dabei, nochmal ein kleinerer, was auch gleich die Besonderheit zeigt, denn hier gibt es ein Bit mit Schlitz- und Kreuzschraubendreher. Dazu haben wir auch hier wieder eine Ahle mit Öhre, eben um zum Beispiel Knoten zu öffnen oder kleine Löcher irgendwo zu bohren. Zusätzlich besitzt das Curl aber auch eine kleine Schere und eine zweiseitig unterschiedlich beschichtete Feile. Mit eben Schere, Feile, auswechselbarem Bit bietet das Curl schon mal einige Funktionen mehr. Und hier, wie gesagt, zu bedenken, haben wir eine feststehende, einhändig bedienbare Klinge. Kommen wir zu dem Modell Search, das mit knapp 180 Euro schon mal zu den Schwergewichten gehört. Was wir hier auch mit knapp 350 Gramm eindeutig sehen. Es wiegt somit immerhin das Doppelte von einem Bond. Ansonsten haben wir hier eine Länge von ca. 11,5 zu 4 bis 4,5 Breite und eine Stärke von ca. 2 cm. Und hier auch noch ganz schnell angemerkt, haben wir wieder ein Einhandmesser, das auch die Klinge arretieren kann. Natürlich haben wir hier auch einen Seitenschneider für weicheres Material, dann einen Drahtschneider für härteres. Ganz besonders ist, dass wir nochmal hier auf der anderen Seite einen zusätzlichen Drahtschneider besitzen. Die Seitenschneider sind übrigens auch auswechselbar, beziehungsweise macht es das auch ein Nachschleifen umso einfacher. Gleich wie bei den anderen Leathermans ist auch hier natürlich wieder ein Abisolierer dabei. In diesem Fall auch wieder zwei verschieden große Schraubendreher. Wieder die Ahle und hier vorne nochmal ein Kreuzschraubendreher, der ein Bit ist, gewechselt werden kann und auf der anderen Seite sich ein Schlitzschraubendreher befindet.
Anders als bei den anderen beiden Modellen kann jedes Werkzeug einzeln arretiert werden, also ist jetzt feststehend und kann dann wieder über das Drücken hinten des Hebels freigegeben werden. Hinzu kommt, dass wir nicht nur eine normale arretierbare Klinge besitzen, sondern auch eine Klinge mit Wellenschliff. Und für gröbere oder Holzarbeiten haben wir hier nochmal extra ein Sägeblatt, welches aber auch noch gegen andere Werkzeuge von Leatherman ausgewechselt werden kann. Selbstverständlich arretiert die Säge auch und kann natürlich durch einen Druck hier hinten auf den Hebel wieder eingeklappt werden. Zu guter Letzt besitzt das Leatherman Search auch nochmal eine Schere. Natürlich unterscheidet jetzt praktisch der Werkzeugumfang auch, welches Leatherman für euch geeignet ist. Aber selbstverständlich ist auch interessant, wie gut die Tools in der Hand liegen und wie gut ihr die Werkzeuge einsetzen könnt. Und das testen wir jetzt mal schnell hier. Dazu haben wir hier verschiedene Kabel, etwas Holzstrippe, ein doppelgelegtes Blatt und auch Kreuzschrauben, die wir mit den verschiedenen Tools lösen oder zerschneiden, abkneifen etc. Wir fangen damit jetzt immer mit dem Bond, also dem kleinsten Modell an, nehmen dann das Curl und danach das Search. Lässt sich einfach durchkneifen. Jetzt der dickere Draht, Standard 3x2,5, auch kein Problem. Jetzt das Curl mit dem dickeren Draht und das Search. Kommen wir zu den Zangen. Wie gut kann man damit greifen? Wir haben hier einen runden, etwas ausstehenden Schraubenkopf. Schön bei den Einschrauben vielleicht überdreht und wie wir so schön sagen, ausgenudelt oder abgeknibbelt, sodass wir versuchen, das Ganze mit der Zange zu bewegen. Bekommt man gegriffen und auch gedreht. Man merkt aber natürlich beim Bond dann die Hohlräume, die großen hier im Griffbereich. Kann man mit der Zange auch gut greifen, liegt etwas besser, aber natürlich haben wir auch hier etwas größere Hohlräume, die wir, wenn wir viel Kraft aufbringen, natürlich auch mit den Fingern merken. Jetzt das Search. Lässt sich eindeutig besser greifen, auch das Mehrgewicht ist spürbarer. Ich hatte hier jetzt auch nur den Daumen noch so leicht drauf liegen, da die ganzen Hohlräume bzw. die Kanten dazu noch abgerundet sind, liegt das viel besser in der Hand. Schauen wir uns jetzt mal die Kreuzschraubendreher hier an. Ist möglich, aber ich finde mit einem Multitool immer etwas schwer. Ist auch nicht verwunderlich, da ihr ja nicht wirklich einen geraden, langen Schrauber habt. Werfen wir einen Blick noch auf das Curl, welches ja standardmäßig einen Bit besitzt. Insgesamt ein sehr kleiner Bit. Wundert mich jetzt aber, dass er dann doch bei den etwas größeren Kreuzschrauben noch funktioniert. Da es sich bei dem größeren Search um den gleichen Bit handelt, wäre jetzt hier nur noch interessant, ob die Arretation des Werkzeuges irgendwie noch was bringt und der größere Griff eher ein Vorteil oder ein Nachteil ist. Also ich denke, die Arretation ist nie verkehrt, da ihr damit natürlich den Bit nicht auf einmal in die Seite drückt. Aber ansonsten ist das Schraubgefühl sehr ähnlich. Natürlich, wenn ihr so schraubt, könnt ihr mit dem etwas größeren und stärkeren Griff auch noch ein bisschen mehr Kraft auf die Schraube bringen. Das Besondere natürlich an diesen Bitsätzen ist, dass es auch noch zusätzlich eine Verlängerung und dann auch noch den Adapter oder die Verlängerung mit Adapter auf normale Akkuschrauberbits gibt. Schauen wir uns natürlich jetzt noch die Klinge an. Da haben wir hier erstmal den großen Unterschied, dass sich die Klinge im Inneren befindet. Wir müssen also erstmal unser Tool öffnen, um sie herauszubekommen. Und für den Schneidtest nehmen wir hier ein bisschen Paracord. Nehmen wir jetzt das Curl. Und beim Search haben wir natürlich einmal die glatte Klinge
und dann nochmal eine Klinge mit Wellenschliff. Hier kann man ganz klar sagen, alle Messer sind vernünftig geschärft und alle Klingen funktionieren einwandfrei. Und wo wir aber schon beim Schneiden sind, gehen wir auch noch mal kurz rüber zum Sägen. Das interessiert mich immer ganz besonders. Wie gut kann ich denn mit so einem kleinen Sägeblatt mal schnell was absägen? Wir haben hier wirklich ein kleineres Holz genommen. Und da schauen wir mal, wie gut die Säge arbeitet. Ich sag mal so, für so ein Tool funktioniert das wirklich gut, macht auch einen sehr sauberen Sägeschnitt. Es ist aber natürlich einfach eine Behelfssäge, weil ihr habt einfach eine sehr kurze Länge und könnt somit nicht sonderlich gut agieren. Aber für ein Tool sägt die Säge wirklich erstaunlich gut. Zur Vollständigkeit halber schauen wir uns natürlich auch noch die beiden Scheren an. Damit haben wir die recht kleine Schere vom Curl. Schneidet auch einwandfrei, natürlich kurze Schnitte. Und dann die größere und arretierbare Schere vom Search. Haben wir hier bei beiden ein doppelgelegtes Papier geschnitten. Aber schauen wir auch einfach mal, wenn wir irgendwie einen Band oder das Paracord durchschneiden wollen würden. Das funktioniert hier einwandfrei mit dem Search. Und da merken wir schon, haben wir mit der kleinen Schere vom Curl Probleme. Wo wir also einen wirklich glatten und sehr einfachen Schnitt mit dem Search hinbekommen, frinselt das doch schon ganz schön aus mit der ganz kleinen Schere. Aber klar, so ein Paracord würdet ihr wahrscheinlich auf jeden Fall auch mit dem Messer schneiden. Wir wollten das nur mal zur Vollständigkeit halber vergleichen. Kommen wir zum Fazit. Wir haben 3 verschiedene Leatherman, 3 verschiedene Preise, Einsteigermodell bis hin zu einem absoluten Schwergewicht. Was ist denn euer Modell? Das hängt natürlich ganz stark davon ab, was ihr braucht. Ein leichtes, doch recht kostengünstiges Einsteigermodell mit in der Regel allen Features, die die anderen auch haben. Das eine oder andere fehlt, habt ihr natürlich hier mit dem Bond bei der Hand. Das Curl im nächsten Preissegment, also um die 100 Euro, erweitert dann das Bond nochmal um ein paar zusätzliche kleine Features wie das mögliche Einhandöffnen oder noch eine Schere, die dabei ist. Dazu der Bitsatz, um dann die verschiedenen Schraubendreher austauschen zu können. Womit wir damit auch schon zum Search kommen, das sicherlich um einiges besser in der Hand liegt, weil es eben auch die abgerundeten Kanten hat, ähnliche Features besitzt, zudem aber eben nochmal eine Wellenschliffklinge mit dazu bringt. Oder auch eine Säge, also ein bisschen mehr bietet. Und hier liegt halt auch die Krux in der Entscheidung. Denn natürlich müsst ihr wissen, wozu möchtet ihr das haben. Also, was präferiert ihr? Braucht ihr noch mehr Tools? Fehlen euch auch noch Tools? Und es gibt ja auch Leatherman, die ganz fachspezifisch bezogen andere Tools haben oder auch noch viel mehr bzw. erweiterbar sind. Schreibt uns das doch gerne in die Kommentare. Was für ein Multitool benutzt ihr? Benutzt ihr überhaupt einen Leatherman oder favorisiert ihr da eine andere Marke? Und sollten euch auch noch spezifischere Modelle wie für den Outdoor- oder EOD-Bereich interessieren, dann schreibt uns auch das in die Kommentare und gerne stellen wir die Modelle dann auch nochmal für euch vor. Und damit sind wir dann auch schon am Ende und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.